Einiges an Kreativität von unserem Workshop, den wir mit 2 Gravity Sprayern bei uns in Nürnberg gemacht haben im Sommer. Es sind viele Mitarbeiter dabei gewesen aus verschiedenen Abteilungen und war ein Mordspaß. Es war ein bisschen heiß mit den Schutzanzügen, aber da haben wir 4 verschiedene Themen uns überlegt und dazu eben Bilder gesprüht mit der Hilfe von den Gravity Sprayern und war ganz eine coole Aktion und war schön, dass man das machen konnte. Ganz wichtig, dass man immer out of the box denkt. Man muss immer wieder kreativ bleiben und deswegen haben wir uns auch nicht nur für den Workshop, sondern generell für das entschieden, dass wir immer Brainstorming machen, wir diskutieren viel, schauen, dass wir ja immer irgendwie was Neues erfinden. Da ist die Dynamik, dieses Permanente, glaube ich, ganz wichtig dazu. Wir haben seit vielen Jahren eigentlich immer wieder auch Klassik-Komponisten-Editionen, auch hier mit der Puccini, wenn wir auch international namhafte Komponisten finden, die eben ein Jubiläum feiern, dann nehmen wir uns das zum Anlass, eben auch so eine Serie limitiert mit meistens eben einer Holzschatulle, CD wieder ins Leben zu rufen, auch hier eben bei der Puccini dieses Jahr. Ja, wieder so eine Holzschatulle, die eben ja sehr edel anmutet. Wir haben eine Pfeife in der Schatulle, die dementsprechend auch wieder ein bisschen länglich gestaltet ist, die eben auch hier wie bei einer eher Lesepfeife zur Entschleunigung beiträgt, einen sehr prominenten Ring wieder eben mit der Signatur des Künstlers und eben mit dem rötlich anmutenden Farbton aufgenommen von der Schatulle hier eigentlich einen sehr schönen optischen Abschluss. Viele Rückmeldungen vom Handel, von Endkunden. Wir hatten die vor einigen Jahren aufgelegt und mit sehr viel Konstruktionsaufwand, weil die sehr kompliziert zu herstellen ist, und mit rausgebracht. Und da haben wir eben viele Rückmeldungen bekommen und uns dann dazu entschieden, in einer überarbeiteten, abgedateten Form die wieder eben neu ins Leben zu rufen. Wir haben uns bei der neuen Variante eben für eine engere Anbindung zum Mundstück, für eine kompaktere Art entschieden. Und was wir gemacht haben, wir haben im Prinzip für die zusätzliche Stabilität uns entschieden, dass wir beim Kopf einen Filtereinsatz mit unserem Konikszapfen haben und bei den anderen Bereichen der Gesteckpfeife haben wir uns ganz bewusst für eben stabilere Verbindungen mit entschieden, die zum Beispiel aus dem filterlosen Bereich bei Pfeifen bekannt sind und hier eben auch dann bei dem Mundstück mit eben einem Zapfen, der die Stabilität erhöht, eben nochmal ausgestattet, sodass insgesamt eigentlich die Pfeife einen stabileren Charakter hat und eben hier in einer neuen Form mit rauskommt als neuer Flagge der Enzian. Weil die Zielsetzung ist bei einer klassischen Pfeife vom Farbton wie bei der Dali, dass man auch die eine oder andere Raffinesse mit reinbringt in Form von einem Materialmix, wie zum Beispiel hier Kupfer und Alu, dass man eben auch da mit verschiedenen Formen eben ein bisschen spielt, mit Erhöhungen und insgesamt das Ganze eben ein bisschen aufwertet und eben dann in den Holm mit einfließen lässt. Bei der Dali haben wir uns eben bei einer Weißpunktfarbe hier für zunächst mal 2 Beizfarben entschieden. Eine Grundbeize, die schwarz ist, und eine Deckbeize, die eben so einen bräunlicheren Ton hat. Und haben dann eben für ein klassisch anmutendes Finish uns entschieden. Und man darf sich da eben auf ein Wachsfinish freuen, das eben dann auch von der Haptik her eben diesen leicht seidenmatten Glanz gibt und eben dann eigentlich sehr angenehm auch in der Hand zu halten ist. Also das ist unser Wikinger-Pfeife, wobei das eigentlich eher bei uns intern ein Arbeitstitel war. Hat für die eine oder andere Belustigung gesorgt, weil eben hier auch das Mundstück, dieses Hornartige, wie eben auch diese Hörner bei den Wikinger ist und das Muster, das wir auf dem Ring haben, auch eben eher so Wikinger-mustermäßig anmutet. Das war eben der Arbeitstitel eigentlich hier die neue Wikinger-Pfeife bei uns. Unsere Ursprungsgeschichte der Firma Faun, insbesondere der Marke Faun, da haben wir uns eben entschieden, hier diese Buchstaben V und N hier mit zu verewigen und macht optisch mit dem Hornmundstück, glaube ich, einen ganz guten Touch aus. Das war eben der Hintergrund von unserem Ring bei der Lindes. Ja, tatsächlich. Es gibt einen Mito Tower in Japan und wie viele Hightechten oft eben in ganz exotische Richtungen gehen, ist der Mito Tower in Japan ein Gebäude mit einer Helixform und wir wollten eben diese gezwirbelte Optik in einen Ring verwirklichen. Das war so diese Grundidee, die uns eben zu dem Modell Mito geführt hat. Also ich beginne meistens immer mit einem ganz ursprünglichen Bleistift und einem weißen Blatt Papier, dass man einfach die Ideen irgendwo mal
im sprichwörtlichen Sinn aufs Papier bringt. Und dann geht es natürlich schon eben in die Richtung Machbarkeit. Da muss man eben dann logischerweise auch im CAD im Team bei uns diese Ideen konstruieren und dann eben auch in verschiedenen Prototypen, Stufen das Ganze in Richtung Machbarkeit bringen, dass vom Design das zum Holm eben auch passt, dass man eben die Durchmesser entsprechend hinbringen, und das ist eben auch dann ein sehr komplizierter Prozess. Wir sind aber immer sehr froh, wenn wir dann eben das so geschafft haben, dass wir es wirklich auch umsetzen konnten und uns nicht verabschieden mussten von so einer Idee. Bei der Timber ist tatsächlich ein sehr aufwendiger Ring. Also es fängt im Prinzip mit einem Walnussrundling an. Das ist im Prinzip ein Vollholzmaterial, wo wir dann eben aus diesem Material die Ringe entstehen lassen und da eben dann die Ringe sehr dünn sind und mit diesem löchrigen Muster eigentlich nicht unbedingt stabil sind, haben wir uns eben auch für Halbschalen aus Alu oder eben auch aus alternativen Materialien entschieden, wo wir dann eben den Ring mit einbetten, um eben dann die Stabilität zu gewährleisten. Und dieses Paket ist dann eben auch verantwortlich für die Optik und das wird dann im Prinzip auch beim Holm mit aufgenommen. Ist mehr oder weniger auch, was die Halbschalen betrifft, von Hand gedreht, natürlich mit einer Drehbank, aber eben alles sehr handwerklich und sehr manufakturmäßig. Also ich bin tatsächlich ein Fan von Alu. Es ist ein sehr leichtes Material, es ist gut zum Bearbeiten, man kann es polieren, man kann es bürsten, man kann es integrieren. Es ist sehr dünn, eben auch möglich mit dünnen Ringen zum Beispiel zu arbeiten, und deswegen gibt Alu eine sehr große Bandbreite, sich eben kreativ zu entfalten. Ein neues Modell, die Arandor, ist ein neues Modell, das sich in unsere international bekannte Familie der Auenland-Pfeifen mit integriert. Auch unser international wichtigstes Modell oder Modellfamilie. Und hier haben wir eben auch mit der Arandor ein neues Modell mit integriert. Die Form vom Holm hinsichtlich Mundstück ist eigentlich sehr einzigartig, weil wir von diesem runden Holm, wie wir es in den vorangegangenen Modellen hatten, uns bei der Arandor verabschiedet haben, beziehungsweise hier eben nochmal kontrastreich unterwegs sind. Wir haben eher ovale Holmform, wo eben dann zwei Linien entstehen, die sich bis zum Kopf hinziehen, und das ist sehr viel Handarbeit, um eben diese Linien eben hinzuschleifen, aber das macht eben im Prinzip die Arandor aus. Man sieht es dann auch, wenn man in der Draufsicht schaut, diese zwei Linien, die da entstehen, durch das, dass eben kein runder, sondern ein eher ovaler Form ist, und zieht sich dann eben durch bis zum Kopf bei der Arandor. Das war eigentlich immer schon eine Herzensangelegenheit, dass wir in unserem Sortiment ergänzenderweise Feuerzeuge anbieten. Wir haben auch viele Rückmeldungen auch vom Handel, von Kunden bekommen, ob wir nicht einmal irgendwie ein Pfauenfeuerzeug rausbringen. Und da haben wir uns eben viele Gedanken gemacht und haben schlussendlich eben in 3 Ausführungen ein Feuerzeug gefunden, das unseren Ansprüchen gerecht geworden ist, und haben das eben Gott sei Dank ins Leben rufen können. Wichtig war natürlich, dass es für Pfeifenraucher geeignet ist, dass wir eben auch hier eben eine schräge Flamme haben, um das dann dementsprechend beim Anzünden angenehmer zu haben. Und wir haben uns entschieden, ein sehr handliches, leichtes, vom Gewicht, von der Haptik zu entschieden, mit einem sehr klassischen Design, zeitlosen Design. Es ist natürlich ein Gasfeuerzeug, wieder aufladbar, und die Feuersteine sind eben sehr leicht zu wechseln. Das war uns wichtig, dass in der Haptik, in der Verwendung einfach sehr leicht von der Hand geht und ist eben mit einem handlichen Design sehr schlank, und das hat man eben in diesem Design, in diesem Modell wiedergefunden. Ja, das ist ja eher fast schon eine philosophische Frage. Es gibt wahnsinnig viele Pfeifentaschen. Wir hatten die letzten Jahre auch klassische Pfeifentaschen, die aber ausgelaufen sind, weil das Sortiment wirklich extrem breit ist. Wir haben uns aber wieder für Pfeifentaschen entschieden, unsere Pfeifentaschen-Serie Easy, weil wir doch das ein oder andere vermisst haben am Markt. Das Highlight für mich halte ich jetzt sogar in der Hand in der Farbgebung. Das ist der Ursprung, warum wir jetzt eben auch auf die Idee gekommen sind. Kennt der ein oder andere vielleicht aus der Schule eben. Wir haben die Turnmatten alle schon mal irgendwie gesehen, diese blauen Turnmatten mit den beigen Ecken. Und das war irgendwie so die Idee, in diese Optik, in diese Farbgebung zu gehen. Und wir
haben dann im Prinzip uns mit verschiedenen Materialien beschäftigt. Wir wollten eine breite Varianz, ein Sortiment schaffen mit verschiedenen Farben, verschiedenen Materialien. Es gibt auch eben nur Lederausführung mit 2 verschiedenen Farben und das war eben uns wichtig. Und von der Funktionalität eher in unseren früheren College-Taschen, die sich von der Verwendung als sehr praxistauglich erwiesen haben, was das Innenleben betrifft, kombiniert eben mit dem optischen und sind meines Erachtens eine Erweiterung, eine Bereicherung für die Taschenwelt. Dann ist man da, glaube ich, eigentlich ganz gut aufgeräumt in Anführungszeichen. Wir planen ja immer die Kollektionen schon optimalerweise immer für ein Jahr in die Zukunft und wir sind jetzt auch schon wieder an den 225er Modellen am Hantieren und ja, es gibt sicherlich wieder einiges. Wir freuen uns wieder frische Möglichkeiten, frische Designs zeigen zu können. Es wird auch sicherlich das ein oder andere Stück geben, wo es ein bisschen bunter wird. Ich freue mich auf alle Fälle auf 2025 und hoffe, dass alle uns auch in die Neuheitenwelt mit begleiten werden. Zunächst mal mit den Herbst-Winter-Neuheiten, aber auch mit dem Ausblick auf 2025.